Hallo mein Freund, willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Heute spreche ich über etwas, das viele Deutschlerner nervös macht. Wie man auf Deutsch telefoniert. Das ist schwierig, ja? Man sieht die andere Person nicht, man hört manchmal nicht alles und man weiß nicht, was man sagen soll. Aber heute zeige ich dir, dass das ganz einfach ist. Mit den richtigen Sätzen kannst du jedes Telefongespräch meistern. Komm, lass uns beginnen. Viele Deutschlerner haben Angst vor Telefonaten. Warum? Erstens, du kannst die andere Person nicht sehen. Das macht es schwerer zu verstehen. Zweitens, die Stimme ist oft nicht klar. Manchmal ist die Verbindung schlecht. Drittens, du weißt nicht, was du sagen sollst. Du brauchst die richtigen Wörter. Und du brauchst sie schnell. Das ist frustrierend. Das ist verständlich. Aber hier ist die gute Nachricht. Telefonieren ist eine Fähigkeit. Und Fähigkeiten kann man lernen. Es gibt immer die gleichen Sätze, die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Wenn du diese Sätze kennst, bist du nicht mehr nervös. Du bist vorbereitet. Ich weiß, das ist nicht leicht. Auch ich war beim ersten Mal nervös. Aber mit Übung wird es einfacher. Mit jedem Anruf wirst du sicherer. Das verspreche ich dir. Okay, hier ist der Plan für heute. Zuerst erkläre ich dir die wichtigsten Momente beim Telefonieren. Wie du antwortest, wie du nach jemandem fragst, wie du das Gespräch beendest. Dann zeige ich dir 5 echte Situationen. Jede Situation ist anders. Du hörst, wie Menschen wirklich sprechen. Danach lernen wir die wichtigsten Sätze zusammen. Du wiederholst sie laut. Das ist sehr wichtig. Am Ende gebe ich dir eine Challenge. Du machst einen Anruf auf Deutsch. Nur einen. Das ist alles. Okay, lass uns anfangen. Das Erste, was du wissen musst. Wie antwortest du am Telefon? Es ist einfach. Sehr einfach. Die einfachste Antwort. Das Telefon klingelt. Was sagst du? Du sagst Hallo? Das ist alles. Nur Hallo. Mit einer fragenden Stimme. So, Hallo? Das bedeutet, ich bin hier. Wer bist du? Das ist die häufigste Art zu antworten. Überall in Deutschland. Die formellere Version. Aber manchmal, besonders auf der Arbeit, willst du dich vorstellen. Du sagst, Hallo, hier ist Thomas. Das ist auch sehr einfach. Du nennst deinen Namen sofort. So weiß die andere Person, wer du bist. Eine freundlichere Version. Oder noch lockerer, Hi, hier ist Thomas. Hi ist informeller als Hallo. Es klingt freundlicher. Merke dir das. Diese 3 Versionen sind alle richtig. Welche du wählst, hängt von der Situation ab. Mit Freunden, Hallo oder Hi, hier bin ich. Auf der Arbeit, Hallo, hier ist Thomas. Bei einer Firma, Hallo, hier ist Thomas. Wenn die andere Person nach dir fragt, manchmal fragt jemand, kann ich mit Thomas sprechen? Du bist Thomas. Was sagst du? Das ist sehr einfach. Ja, am Apparat. Das ist eine kurze deutsche Redewendung. Am Apparat bedeutet, ja, ich bin die Person, die du suchst. Das ist traditionell und sehr höflich. Manchmal rufst du an und möchtest mit einer bestimmten Person sprechen. Wie fragst du danach? Die häufigste Frage, du rufst an. Die andere Person antwortet, Hallo? Du fragst, kann ich bitte mit Maria sprechen? Das ist perfekt. Das ist höflich. Das ist klar. Der Ausdruck kann ich ist eine höfliche Bitte. Er ist nicht direkt. Er ist respektvoll.
eine formellere Version. Auf der Arbeit oder bei einem Geschäft kannst du auch sagen, könnten Sie mich bitte mit Maria verbinden? Verbinden bedeutet eine Person mit einer anderen Person durchstellen. Das ist professioneller. Das klingt geschäftlich. Wenn du anrufst und dich vorstellen möchtest, du kannst auch sagen, Hallo, hier ist Thomas. Kann ich bitte mit Maria sprechen? So stellst du dich sofort vor. Das ist höflich und klar. Was, wenn die Person nicht da ist? Das ist eine normale Situation. Die Person antwortet, ich fürchte, sie ist im Moment nicht hier. Ich fürchte bedeutet hier nicht Angst. Es bedeutet leider. Das ist eine höfliche Art zu sagen, sie ist nicht da. Dann kannst du fragen, kann ich eine Nachricht hinterlassen? Oder die andere Person fragt dich, kann ich eine Nachricht aufnehmen? Eine Nachricht aufnehmen bedeutet, soll ich aufschreiben, was du sagen möchtest? Das ist sehr praktisch. Wenn du eine Nachricht hinterlassen möchtest, du sagst, ja, könnten Sie ihr sagen, dass sie mich zurückrufen soll? Das ist eine Bitte. Du bittest die andere Person, deine Nachricht weiterzugeben. Dann nennst du deine Nummer. Meine Nummer ist 030 123 456. Die andere Person wiederholt. Die Nummer ist 030 123 456. Ist das richtig? Du bestätigst. Ja, das ist richtig. Das ist wichtig. Eine Wiederholung verhindert Fehler. Jetzt zeige ich dir 5 echte Telefongespräche. Höre gut zu. Diese Gespräche sind realistisch. Situation 1. Ein Anruf von einem Freund. Das Telefon klingelt. Es ist dein Freund Leo. Du. Hallo? Leo. Hi Thomas, hier ist Leo. Wie geht's dir? Du. Leo. Hi, mir geht's gut. Und dir? Leo. Super. Sag mal, hast du heute Zeit? Ich möchte Kaffee trinken gehen. Du. Ja, natürlich. Um wie viel Uhr? Leo. Wie wäre es um 15 Uhr im Café am Markt? Du. Perfekt. 15 Uhr passt mir super. Bis dann. Leo. Super. Bis später. Tschüss. Du. Tschüss. Siehst du? Einfach und freundlich. Das ist typisch für einen Anruf von einem Freund. Situation 2. Ein Anruf bei einem Restaurant. Du rufst an, um einen Tisch zu reservieren. Zu buchen. Restaurant. Guten Abend. Restaurant zum Wald. Kann ich Ihnen helfen? Du. Guten Abend. Ich würde gerne einen Tisch für heute Abend reservieren. Restaurant. Sehr gerne. Für wie viele Personen? Du. Für 2 Personen bitte. Restaurant. Und um welche Uhrzeit? Du. Ist 19 Uhr möglich? Restaurant. Einen Moment, bitte. Ja, 19 Uhr ist frei. Darf ich Ihren Namen haben? Du. Ja, mein Name ist Thomas Weber. Restaurant. Danke, Herr Weber. Thomas Weber. 19 Uhr. 2 Personen. Wir sehen uns heute Abend. Du. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Restaurant. Auf Wiederhören. Das ist ein geschäftliches Gespräch. Höflicher, formeller. Situation 3. Du verstehst etwas nicht. Das ist eine schwierige Situation. Aber sie ist ganz normal. Du rufst eine Firma an. Die Verbindung ist schlecht. Firma. Hallo, hier ist die Paketfirma Express 24. Du. Hallo? Entschuldigung, ich habe nicht alles verstanden. Könnten Sie das wiederholen? Firma. Natürlich. Wir haben ein Paket für Sie. Ist die Adresse Hauptstraße 14 richtig? Du. Moment, bitte. Die Verbindung ist nicht so gut. Können Sie bitte langsamer sprechen? Firma. Ja, Hauptstraße 14. Richtig? Du. Nein, es ist Hauptstraße 40. 40. Firma.
Verstanden. Hauptstraße 40. Und Ihre Nummer? Du. Meine Nummer ist 0171 555 8866. Firma. 0171 555 8866. Ist das richtig? Du. Ja, genau, danke. Firma. Kein Problem. Bis bald. Wichtig. Du hast dich nicht geschämt. Du hast einfach um Wiederholung gebeten. Das ist völlig normal. Situation 4. Du lässt eine Nachricht für deine Mutter. Deine Mutter ist nicht zu Hause. Ihr Bruder geht ans Telefon. Bruder. Hallo. Du. Hallo, hier ist Thomas. Kann ich mit Mama sprechen? Bruder. Tut mir leid. Sie ist gerade einkaufen. Kann ich eine Nachricht aufnehmen? Du. Ja, bitte. Kannst du ihr sagen, dass ich sie zurückrufe? Ich habe Fragen zum Wochenende. Bruder. Okay, Thomas ruft an. Er hat Fragen zum Wochenende. Ist das alles? Du. Ja, danke. Bruder. Gerne. Ich sage es ihr. Du. Auf Wiederhören. Bruder. Auf Wiederhören. Das ist einfach. Kurz. Klar. Situation 5. Ein sehr kurzer Anruf. Manchmal sind Telefonate sehr, sehr kurz. Dein Freund ruft an. Freund? Hi Thomas. Nur kurz. Treffen wir uns morgen um 18 Uhr im Kino? Oder ist dir das zu spät? Du. Nein, 18 Uhr ist perfekt. Bis morgen. Freund. Super. Tschüss. Du. Tschüss. Das waren nur 20 Sekunden. Aber das ist okay. Manchmal sind Telefonate sehr kurz. Jetzt lernen wir die Sätze, die du immer brauchst. Am Telefon antworten, Hallo. Am häufigsten. Hallo, hier ist Thomas. Mit Name, am Apparat. Wenn jemand nach dir fragt. Nach jemandem fragen, kann ich bitte mit Maria sprechen? Höflich. Könnten Sie mich bitte mit Maria verbinden? Formal. Wenn die Person nicht da ist, ich fürchte, sie ist nicht hier. Die Person antwortet. Kann ich eine Nachricht aufnehmen? Die Person fragt. Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Du fragst. Wenn du eine Nachricht hinterlässt, könnten Sie ihr sagen, dass sie mich zurückrufen soll? Meine Nummer ist 030 123 4567. Wenn du nicht verstehst, Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden. Du verstehst nicht. Könnten Sie das bitte wiederholen? Du bittest um Wiederholung. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Die Person spricht zu schnell. Könnten Sie das bitte buchstabieren? Du verstehst einen Namen nicht. Beinamen, die Person. Wie ist Ihr Name? Du, Thomas Müller. M wie Martha. Ü wie Übung. L wie Ludwig. E wie Emil. R wie Richard. Das ist die phonetische Art, Namen zu buchstabieren. Das ist sehr hilfreich. Für Termine? Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Welche Uhrzeit passt Ihnen? Die Person fragt. Passt 15 Uhr für Sie? Vorschlag. 15 Uhr passt mir. Du akzeptierst. Es tut mir leid. 15 Uhr passt mir nicht. Du lehnst ab. Wie wäre es um 16 Uhr? Du machst einen neuen Vorschlag. Bitte, bleiben Sie kurz dran. Warten. Einen Moment bitte. Warten. Einen Anruf beenden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich muss jetzt los. Auf Wiederhören. Formal. Tschüss. Informell. Bis bald. Freundlich. Wir hören uns bald. Warm. Das sind die wichtigsten Sätze. Wenn du diese kennst, kannst du fast jedes Telefongespräch meistern. Manchmal helfen einzelne Wörter, alles besser zu verstehen. Verfügbar. Das Wort verfügbar bedeutet frei oder erreichbar. Beispiel: Ist der Arzt verfügbar? Das bedeutet, hat der Arzt Zeit? Ich bin am Freitag nicht verfügbar. Das bedeutet, Freitag habe ich keine Zeit. Termin. Ein Termin ist ein geplantes Treffen.
meist mit einem Arzt, Chef oder bei einer Firma. Beispiel: Ich habe morgen einen Zahnarzttermin. Das ist nicht informell. Das ist etwas Offizielles. Nachricht: Eine Nachricht ist eine kurze Information für jemand anderen. Am Telefon ist eine Nachricht meistens 2 oder 3 Sätze lang. Beispiel: Kannst du eine Nachricht für mich aufnehmen? Das bedeutet: Kannst du aufschreiben, was ich sage? Wählen. Das Wort wählen bedeutet eine Nummer ins Telefon eingeben. Beispiel: Ich wähle deine Nummer. Früher gab es eine Wählscheibe. Heute haben wir Tasten. Aber wir sagen immer noch wählen. Auflegen. Das Gegenteil von anrufen ist auflegen. Das bedeutet, das Telefongespräch beenden. Beispiel: Ich lege auf. Das bedeutet, ich beende das Gespräch. Verbindung. Die Verbindung ist die Qualität des Telefonats. Eine gute Verbindung. Du hörst alles klar. Eine schlechte Verbindung. Es gibt Störungen. Es ist unklar. Beispiel: Die Verbindung ist nicht gut. Kannst du mich hören? Höflich. Höflich bedeutet respektvoll und freundlich zu sprechen. Die Wörter bitte, danke und könnten Sie sind höflich. Beispiel: Könnten Sie mir bitte helfen? Das ist höflich. Vereinbaren. Das Wort vereinbaren bedeutet planen oder buchen. Beispiel: Ich möchte einen Termin vereinbaren. Das ist formeller als ich möchte einen Termin machen. Weiterleiten. Das Wort weiterleiten bedeutet jemanden mit einer anderen Person verbinden. Beispiel: Ich leite Sie an den Chef weiter. Das bedeutet, der Chef wird gleich mit dir sprechen. Jetzt ist deine Zeit. Wir sprechen diese Sätze gemeinsam laut. Das ist sehr wichtig. Laut sprechen ist die beste Übung. Sprich nach mir, langsam und klar. Satz 1: Am Telefon antworten. Ich sage: Hallo, hier ist Thomas. Du sagst: Hallo, hier ist Thomas. Gut. Nächster. Satz 2: Nach jemandem fragen. Ich sage: Kann ich bitte mit Maria sprechen? Du sagst: Kann ich bitte mit Maria sprechen? Sehr gut. Satz 3: Wenn die Person nicht da ist. Ich sage: Ich fürchte, sie ist nicht verfügbar. Du sagst: Ich fürchte, sie ist nicht verfügbar. Schön. Satz 4: Eine Nachricht hinterlassen. Ich sage: Könnten Sie ihr sagen, dass sie mich zurückrufen soll? Du sagst: Könnten Sie ihr sagen, dass sie mich zurückrufen soll? Perfekt. Satz 5: Wenn du nicht verstehst. Ich sage: Könnten Sie das bitte wiederholen? Du sagst: Könnten Sie das bitte wiederholen? Ausgezeichnet. Satz 6: Wenn die Person zu schnell spricht. Ich sage: Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Du sagst: Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Super. Satz 7: Einen Termin vereinbaren. Ich sage: Ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Du sagst: Ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Sehr gut. Satz 8: Nach der Zeit fragen. Ich sage: Welche Uhrzeit passt Ihnen? Du sagst: Welche Uhrzeit passt Ihnen? Großartig. Satz 9: Am Ende Danke sagen. Ich sage: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Du sagst: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Schön. Satz 10: Sich verabschieden. Ich sage: Auf Wiederhören. Du sagst: Auf Wiederhören. Ausgezeichnet. Das war sehr gut. Laut zu sprechen ist die beste Art zu lernen. Okay, mein Freund. Lass mich zusammenfassen, was du heute gelernt hast. Erstens: Es gibt immer die gleichen Teile bei jedem Anruf. Anfang, Mitte, Ende. Das ist strukturiert. Das ist nicht chaotisch. Zweitens: Es gibt immer die gleichen Sätze.
die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Wenn du diese Sätze kennst, bist du vorbereitet. 3. Es ist okay, nicht alles zu verstehen. Es ist okay zu fragen, könnten Sie das wiederholen? Das ist völlig normal. Das macht jeder. 4. Wichtige Wörter helfen dir, alles besser zu verstehen. Verfügbar, Termin, Nachricht, Verbindung. Diese Wörter kommen immer vor. 5. Laut zu sprechen ist die beste Übung. Nicht nur lesen. Laut sprechen. So lernt dein Gehirn am besten. Das Wichtigste: mit jedem Anruf wirst du besser. Mit jeder Situation wirst du sicherer. Tag für Tag. Kleine Verbesserungen. Das ist genug. Du brauchst nicht perfekt zu sein. Du musst es nur versuchen. Und das machst du schon. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast. Das bedeutet mir sehr viel. Jetzt habe ich eine Challenge für dich. Eine kleine Challenge. Diese Woche machst du einen Anruf auf Deutsch. Nur einen. Das ist alles. Vielleicht rufst du einen Freund an, der auch Deutsch lernt. Oder du übst allein und sagst laut: Hallo, hier ist Thomas. Ich übe Deutsch. Das Wichtigste: du machst es. Du versuchst es. Das ist der erste Schritt. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Schreib mir in die Kommentare. Welches Telefongespräch ist für dich am schwierigsten? Der Anfang? Das Verstehen? Die Verabschiedung? Ich möchte deine Antwort hören. Nächste Woche kommt ein neues Video. Es wird noch mehr praktische Tipps geben. Und vergiss nicht, bleib neugierig, bleib stark und sprich jeden Tag ein bisschen Deutsch mit Telefonaten, mit Freunden, bei Firmen. Du schaffst das, wirklich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, mein Freund.